Willkommen zu Frequent Traveler TV. Wie ihr seht, bin ich on the run hier im Hotel. Einmal das Zimmer ungemacht im Flur, weil ich heute wieder dieses Hotel hier verlassen werde. Und ich will euch aber die frisch gepressten Themen nicht vorenthalten. Wir haben Mount Pleasant. Ja, Lufthansa fliegt zu dem angenehmen Berg. Wir haben dann auch nochmal ein Thema, Lufthansa kauft Fluggesellschaften oder will sie kaufen. In dem einen Fall ist wohl relativ sicher, dass sie das bekommen. Das ist Air Baltic, das munkelt man. Die wollen da 10% von der Bude. 19,9% will man von der Bude in Portugal, in Lissabon von der TAP. Da gehen wir mal drauf ein. Dann haben wir Marriott Soft Landing. Ein Thema, was immer wieder am Jahresende ja auch spannend ist für die Leute, die den Status nicht erreicht haben. Und wir haben ein Thema, ja, Ekelhaftigkeiten aus einem Hotel. Ja, es ist auch Marriott Hotel. Da geht es dann darum, dass wir das Thema besprechen, was darf so etwas in einem Hotel dann kosten? Gibt es da Kompensation? Was soll man davon erwarten? Und da werden wir Bilder sehen. Ich habe sie nicht alle in extenso angeguckt, aber ihr werdet sehen, es sind lustige Bilder. Und da gucken wir uns das Ganze dann einmal an. Ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich zu kommentieren, abonnieren, Glocke und das ganze Spiel. Und die Themen, die wir frisch gepresst haben, da gehen wir auch direkt an den Start. Das erste Thema ist Portugal, die TAP, um genau zu sein. Da ist es so, dass man in Portugal ja eine Privatisierung der TAP anstrebt und da war ja auch Carsten S. aus M vor Ort und hat dann gesagt, Moinsen, wir wollen. Aber man hat in Portugal auch die anderen im Spiel, heißt also Air France, KLM und auch natürlich die Freunde von British Airways, also IAG und Konsorten. Jetzt ist die Frage natürlich, warum ist Carsten S. so dahinterher? Weil er natürlich einmal Südamerika anbinden möchte besser und er möchte natürlich auch, dass nicht schon wieder ein Star Alliance-Mitglied wegbricht aus Europa. Und da ist es natürlich so, dass man dort quasi in Portugal jemanden sucht und die Lufthansa da halt bitte, bitte macht. Und man muss natürlich sagen, dass dort eventuell ein Hinweis wie in Italien mal gegeben wäre, wo man sagt, ja, wir wollen nicht. Aber das machen die Portugiesen halt nicht, denn die portugiesische Wirtschaftszeitung Negócios sagt, dass die Minderheitsregierung in Lissabon mit Vertretern aller drei Leute spricht. Heißt also, da gibt es keinen klaren Favoriten. Vielleicht will man auch einen Fehler vermeiden, dass man am Ende sagt, ja, wir vergraulen den einen oder den anderen, dass man vielleicht doch mehr Geld hätte bekommen können. Und der Monatsanfang ist ja damit gezeichnet gewesen, dass man gesagt hat, strategisch wichtige Strecken- und Drehkreuzfunktionen von Lissabon sollten erhalten bleiben. Macht natürlich Sinn aus portugiesischer Sicht. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Carsten S., wie ich ja schon bereits sagte, aus M ist ja nach L, also nach Lissabon, eingeritten. Und so ist das, dass man halt dort diese 19,9% versucht zu bekommen. Und ja, warum? Weil natürlich man keinen Bock mehr hatte auf die Frau Vestager. Da ist man anscheinend geheilt. Und ihr könnt hier ja die Frage des Tages beantworten. Soll Lufthansa bei TAP an den Start gehen? Die Frage wird gleich erweitert, nämlich beim nächsten Thema. Das nächste Thema ist nämlich die Air Baltic. Und die Air Baltic, die hat auch ein interessantes Konzept. Sie wollen eine sogenannte IPO machen und haben gesagt, sie machen auch eine Pre-IPO. Sie wollen also auch jemanden haben, der schon vor dem Börsengang dort investiert, um den Leuten da nochmal Sicherheit zu geben. Und Lufthansa soll wohl an 10% strategisch interessiert sein. Interessant ist ja auch, Martin Gauss hat in vielen Interviews gesagt, aber auch in dem Interview, was ich mit ihm geführt hatte, dass er keinen Bock hat auf Allianzen. Das sind jetzt meine Worte, das hat er so nicht gesagt. Aber man ist halt mit 98% immer noch ein staatliches Unternehmen, was man ändern will. Und nach dem Verkauf ist es wohl so, dass man dort an der Börse gehandelt werden möchte in Riga.
und damit dann natürlich den Staat entlasten möchte. Ich weiß immer nicht, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Auf der einen Seite ist es ja so, dass Staat nicht, also alles, was der Staat managt, das ist ja immer so irgendwie Kontrollverlust, hat man das Gefühl, und bekommt Wasserbauch und ist so ein politischer Spielball. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man das sieht, wenn es solche Phasen gibt wie bei Covid, wie dann nach dem Staat gerufen wird und der Staat einspringen muss und viele Staaten halt einfach vergessen, dass eine Airline doch absolut wichtig ist. Und ich glaube, dass man da vielleicht sich keinen Gefallen tut, wenn man sich von Airlines komplett abkoppelt. Wichtig ist halt wirklich, dass man hier bei Lufthansa einen Vorteil hat, weil man ja schon im Wetlease ist, man kennt sich, man weiß, wie man zusammen operieren kann, dass man dann natürlich bei der Lufthansa wesentlich mehr Vorteile hat. Ich sagte ja mal so konkret, Lufthansa kann nicht billig. Ich habe ja auch beim letzten Mal, als ich das erste Mal gesagt hatte, über diese Air Baltic-Geschichte, die ja anscheinend jetzt im Moment konkreter werden, konkreter zu drohen zu werden, egal wie rum. Auf jeden Fall, dass es dort eventuell dann passiert, dass man die Kostenvorteile, die sie gerade haben, weil sie in Riga sind und auch mit einem Modell nur fliegen, vielleicht im Lufthansa-Konzern dann untergeht damit. Also insofern da eine interessante Geschichte, was damit passiert, dass man halt den eigenen Wetleaser hat im Hause und damit dann vielleicht ja auch mal was Lustiges machen kann. Das heißt also Strecken noch billiger werden. Vielleicht wird dann auch die Air Baltic im Swiss-Glide fliegen. Ja, kann ja alles passieren. Und dann steht dann hier einfach nur drunter Operated Air Baltic. Und vielleicht ist das ja auch ein Ende für die Freunde von Lufthansa City Airlines, weil damit die natürlich nicht konkurrieren können mit den Preisen in München. Interessanterweise hatte ich noch einen Beitrag vom Jenselmann Bischof gesehen, der ja Chef vom BDL ist. Der hat da auch nochmal gezeigt, wie viel teurer in Deutschland Fliegen ist. Ich hatte den Beitrag vergessen, heute reinzunehmen. Aber da kann man ja mal gucken, 4.000 und dann das Billigere war zum Beispiel Istanbul 500 irgendwas. Also das heißt, man sieht dann 4.000 in Deutschland und 500 in der Türkei und dazwischen sammeln sich dann noch andere europäische Staaten, also Brüssel und so weiter. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Kostengeschichte. Aber interessant ist natürlich auch zu wissen, wie die Tabelle zustande kommt. Wir wollen uns jetzt wieder einem interessanten Thema widmen, was wir als Luftfahrtenthusiasten natürlich gerne machen. Und zwar ist das Thema Lufthansa fliegt wieder einen Sonderflug und das ist der Flug nach Mount Pleasant. Wir erinnern uns, die waren ja schon mal da, ist das schon 4 Jahre her, dass diese Alfred-Wegener-Personal zu den Falklandinseln geflogen ist. Ist das wirklich 4 Jahre her? Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also wie gesagt, auf jeden Fall haben die da ja die Polarexpeditionsleute dahin gebracht und das war natürlich auch während der Pandemie, ja 2021 ist also 3 Jahre, vielleicht 4 Jahre, wenn der Flug stattfindet, aber wirklich schon so lange her, da merkt man, wie die Zeit vergeht. Und da ist es wiederholt, die Fluggesellschaft will im März diesen Retourflug von München nach Mount Pleasant auf die Falklandinseln machen. Die Flugzeiten sind noch nicht bestätigt, aber das ist ja bei solchen Flügen immer so. Dann gehen die Forscher aufs Schiff und wechseln dort die Crew aus. Und das Personal ist natürlich dann auch so, dass der Polarstern da vielleicht auch neues Equipment kriegt und andere Sachen, damit sich so einer lohnt. Die Strecke ist 14.000 Kilometer lang und war 2021 auch, glaube ich, gut geschaut auf Flight Radar, als der Flug ging. Ansonsten ist es so, dass man natürlich sagen muss, dass das der längste Passagierflug der Geschichte der Lufthansa war, denn die Crew, die hat ja damals zum Beispiel, da musste man ja irgendwie in Quarantäne und weiß der Geier alles, das war ja Covid geschuldet. Und wenn der Wind am Falkland aus Nordwest bläst, dann wird das da auch dann geschlossen. Also das heißt, das kann dann passieren, dass man da nicht hingeht. Aber 2021 war es so, dass man eine Ausweichlandung geplant hat, was man natürlich immer bei der Flugplanung macht, dass man ein Alternate, wie das so schön heißt, hat. Und da war das so, dass der argentinische Flughafen Ushuaia vorgesehen war. Und das ist halt so, dass die Argentinier die Inseln Malvinas nennen. Damit merkt man schon, dass der Argentinier da im Allgemeinen schon wieder so Falklandmäßige Ambitionen hat. Ich kann es nicht beurteilen, zu Recht oder zu Unrecht. Und da ist es halt einfach so, dass man das als Zeichen, die Falklandinseln als ihr
Damals als Zeichen, dass die Falklandinseln von Deutschland als ihr Territorium erkannt werden mit den Falkland Vibes. Und das ist so, dass die deutsche Regierung sich da nicht in Falkland anders orientiert hat. Die Aktivitäten privater Unternehmen sich nicht der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnen, haben keine internationale Konsequenz. Also daran sieht man, dass etwas, was eigentlich sehr unschuldig ist, ein Forschungsschiff, Polarstern, zu bemannen und da Equipment und so weiter hinzubringen, dass das dann ja genutzt wird, um da wieder so kleine politische Scharmützel zu machen. Jetzt gehen wir auf ein Thema, was so ein bisschen unappetitlich ist. Ihr könnt euch die Bilder jetzt einfach mal anschauen und da seht ihr, dass das ein Hotel ist, was $400 die Nacht kostet von Marriott. Das ist das Williamsburg Lodge vom Marriott Autograph Collection. Eigentlich ist Autograph Collection ja so eine Independent Collection, die aber eher so im höheren Bereich ist, anscheinend nur vom Preis. Wenn man da diese Schimmelbildung oder was das auch ist, also wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr mir das ja sagen, dann ist das natürlich ein Thema. Und da muss man sich dann mal angucken, ob das überhaupt gesundheitlich unbedenklich ist, ob das da nicht schön ist. Und ich glaube, von einem Hotel erwarte ich einfach, dass es sauber ist, dass das Bett sauber ist und dass es halt gewisse Standards hat. Und damit an den Bildern sieht man, dass das nicht der Fall ist. Und interessant war es auch, dass der Manager von einem Hotel eher auf Konfrontation gegangen ist, als auf, okay, wir haben da ein Thema. Und das ist natürlich relativ problematisch, denn der Manager hat einfach gesagt, nee, da ist kein Schimmel. Das Schwarze ist, glaube ich, Schimmel, das kann man so ganz ehrlich auch sagen. Das habe ich auch öfters, weil ich weiß, dass die Hotelzimmer natürlich das Problem haben, dass sie nicht belüftet werden können in der Form. Nicht jeder hat den Luxus wie ich und das ist für mich etwas, was ich halt richtig geil finde. Ich muss mal gerade die Kamera drehen, Gott sei Dank dreht die sich so ein bisschen, gucken, ob ihr das seht. Das Hotelzimmer, was ich hier habe, hat also ein Fenster, was ich öffnen kann, was für mich halt wirklich Luxus pur ist. Und wenn man halt dieses nicht machen kann, dann hat man halt das Problem, dass da sich Schimmel bildet. Und das kann ich verstehen, aber das muss halt gemacht werden. Und ich glaube auch in jeder Privatwohnung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da tauscht man auch das Silikon aus. Aber da können wir jetzt mal mit den Bildern sagen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ganz genau. Die Frage des Tages hatte ich übrigens eben nicht erweitert. Das möchte ich auch noch mal kurz machen. Soll Lufthansa bei der TAP und bei der Air Baltic an den Start gehen oder nicht? Sagt ihr, nee, machen wir erst Alitalia fertig, dann geht es weiter. Wir haben jetzt das letzte Thema. Das ist das Thema Status Soft Landing. Und das ist ja für viele Leute ein Thema, ganz besonders, wenn man mal so an früher denkt, Senator, dann gehe ich runter auf FTL oder gerade vom Hon auf den Zen und so weiter. Viele haben ja auch damals mit dem Hon so kalkuliert, ich mache den Hon, dann habe ich ihn fast 3 Jahre, wenn man ihn dann halt clever gemacht hat, was natürlich nicht unbedingt immer möglich war, aber durchaus auf den 2 Jahren konnte man es halt aufteilen. Und dann ist das so gewesen, dass man nochmal 2 Jahre Senator, 2 Jahre FTL war. Aber bei einigen Fluggesellschaften, bei Finnair steht das im Programm zum Beispiel nicht drin. Die machen es aber, können es aber jederzeit sagen, nee, machen wir nicht mehr. Die nächste Sache ist dann hier zum Beispiel auch Marriott Bonvoy. Die haben jetzt diese Policy 2025 jetzt mal gezeigt. Heißt also, die haben jetzt gesagt, was das heißt, weil die haben das auch so ein bisschen gesoftet, die Soft Landing gesoftet. Und da ist es so, im Januar 2025 Mitglieder, die ihren Status in 2024 verteidigt haben, wenn das mal so will, bekommen den Status verlängert bis Februar 2026. Im März 2025 werden Passagiere, Mitglieder, die den Status nicht verteidigt haben oder erschlafen haben, hochgeschlafen haben, bekommen einen Status niedriger. Also hiermit das Soft Landing bestätigt bis 2026. Und damit kann man dann ab März 2026 seinen neuen Status sehen. Heißt also, Ambassador geht auf Titanium, Titanium auf Platinum, Platinum auf Gold, Gold auf Silber, bla bla bla. Also ganz genau.
Und natürlich Leute, die den Status in 2024 höher bekommen haben, kriegen den Status auch, wenn sie ihn erreicht haben, sofort. Und der gilt dann natürlich auch bis Februar 2026. Interessant an dieser Stelle ist natürlich wichtig, dass man bei Merit das Ganze jetzt verifiziert hat, aber auch klarifiziert hat, weil es so war, dass man natürlich dort das Ganze nicht so ganz klar in den Bedingungen drinstehen hatte. Und das war auch früher so, dass man zum Beispiel Status auch damals bei Merit, als Merit noch Merit war, einfach mal prophylaktisch für Jahre verlängert hat. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Etihad, mein Status, der ist, ich weiß gar nicht, wie oft er verlängert wurde, ohne dass ich was gemacht habe, bei Qatar auch, bei Emirates auch. Heißt also, dass das natürlich eine tolle Geschichte ist. Wir sollten an dieser Stelle natürlich nochmal darüber sprechen, was die Fragen des Tages sind. Die Fragen des Tages, die wir noch haben für euch, sind natürlich, soll Lufthansa bei TAP und Air Baltic an den Start gehen? Und wie wichtig ist für euch ein Soft Landing? Ist das Soft Landing etwas, was ihr so einkalkuliert, wie ich das eben am Hon-Beispiel gesagt habe? Oder sagt ihr, Status bringt heute eh nichts mehr? Ich mache das nicht. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das Thema für euch bewertet. Denn da gibt es doch durchaus Unterschiede. Also ich habe Kunden, die sind immer noch scharf auf Status, die halt bei Frequent Traveler Circle den Concierge benutzen, um Status zu bekommen, Status zu behalten und vor allem auch Lifetime-Status zu bekommen. Und ich kann euch sagen, bei Merit, dass ich den Titanium als Lifetime habe zum Beispiel, das ist eine coole Geschichte. Man macht sich da auch keine Gedanken, man macht sich keinen Stress, um das zu erneuern. Wobei ich jetzt hier bei Hilton mit über 100 Nächten, bei Hyatt auch mit über 180 Nächten oder was das da sind, durch Kreditkarteneinsatz logischerweise, jetzt nicht unbedingt Schmerzen hätte, da auch nochmal die 75 Nächte abzupumpen, zumal ich ja 40 Nächte über die Kreditkarten alleine bei Marriott Bonvoy habe, um den Titanium zu machen. Die 23.000 investiere ich nicht in den Ambassador, nur so das als Hinweis. Da könnt ihr mal sagen, was eure Meinung ist. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und lasst uns die Themen dann natürlich alle besprechen und schauen, was wir da werden können und wie ihr das Ganze seht. Habe ich jetzt noch was gesagt? Nee, Kanal abonnieren, Glocke, Like, ach, ihr wisst das, ich bin schon wieder verwirrt, ich bin hier auf Abreise. Also insofern sage ich jetzt Tschüss und wir sehen uns dann morgen in Alter und in Frische. Also bis dann, ciao, ciao und bis morgen.